Ich bin Marco Lorenz, ich bin Autor vom Buch Das große Mysterium und ich möchte dir heute zeigen, wie wir ganz, ganz tief eintauchen in die Welt des Unbewussten, beziehungsweise wir die unbewusste Welt bewusst machen können. Und dazu möchte ich dir das Konzept von den Traumcodes vorstellen. Ja. Und um die Träume zu verstehen, musst du dich als erstes daran erinnern, was du wirklich erlebt hast in der Nacht. Und alle sagen jetzt so, du sollst ein Traumtagebuch schreiben. Ich empfehle dir das genauso, weil ich einfach so viele Sachen in der Bewusstseinsforschung probiert habe und festgestellt habe, dass Traumtagebücher eines der wichtigsten Elemente sind, um eine ganz, ganz hohe Traumerinnerung aufzubauen. Ich habe mal ein halbes Jahr durchgehend jede Nacht bzw. jeden Tag ein Traumtagebuch geschrieben, händisch. Und das hat dazu geführt, und ich werde dir gleich eine Methode vorstellen, wie du das noch also exponentiell steigern kannst. Ähm, Was dann passiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie mächtig das wird. Auf jeden Fall, ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen und nach diesem halben Jahr hatte ich eine passive, extrem gute Traumerinnerung. Nach diesem halben Jahr war es so, dass die Träume so intensiv wurden, dass ich jede Nacht luzid wurde. Das heißt, ich bin in jeder Nacht, wenn ich sozusagen in den Traum aufgewacht bin, luzid geworden und konnte jede Nacht meine Nächte steuern. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich der YouTuber geworden bin mit den meisten Erfahrungsberichten und schlussendlich dann durch diese Bewusstheit, durch diese Luzidität in der Nacht Astralreisen einfach indizieren konnte, Seelenreisen indizieren konnte und so das Jenseits und die Welt, die um uns herum ist, erforschen konnte. Was dazu geführt hat, dass ich dieses tolle Buch, das große Mysterium, geschrieben habe, wo ich meine Berichte und Fragen, die ich dort, die Antworten, die ich in der Welt bekommen habe, ausführlich dokumentiert habe. Und das Erste, was du tun solltest, ist eben, dass du dir ein Traumtagebuch nimmst, aber nicht so ein Notizblock, sondern wirklich so ein von Paper Blanks oder so, wirklich ein tolles Buch dir holst, weil es soll ja auch was Wertvolles sein für dich, weil dort werden dir sehr wertvolle Sachen vermittelt. Ja. Und dann schläfst du ein, ne, und wachst auf in der Früh, du bleibst liegen, schließt deine Augen, bewegst dich nicht und gehst sozusagen deinen Traum vom Moment des Aufwachens bis hin zum Moment des Einschlafens, woran du dich halt noch erinnern kannst, immer wieder im Geiste durch und sammelst dir dann deine Anker. Das heißt, du schreibst dir dann als nächstes, gehst ein Traumtagebuch auf, schreibst das Datum drauf und dann schreibe ich immer so eine Zeile mit den Stichwörtern, die mich sozusagen die ganze Nacht triggern. Das heißt, zum Beispiel gelbes Auto, Person X, in dein Symbol, in irgendwas, was passiert ist. Ja. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann fängst du an, sozusagen auf Basis dieser Schlüsselwörter dein Traumtagebuch zu schreiben. Es wird am Anfang vielleicht wenig sein, aber je öfter du das machst, wirst du schon am dritten Tag merken, dass es immer mehr wird und immer wirst du mehrere Seiten pro Nacht haben und du wirst mehrere Träume auch haben. Dann nimmst du dein Handy, machst eine Notiz auf und in der Notiz überträgst du diese Schlüsselwörter einfach rein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, und bevor wir weitermachen, bevor ich dir diese Technik dann weiter erkläre, hätte ich eine wichtige Frage an dich. Und zwar, wie oft bist du luzid im Monat? Ja, schreib es mir unten in die Kommentare kurz rein. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Einfach, wenn man so eine grobe Statistik hat, wie viele Menschen wie oft luzid werden im Monat und wie lange diese Luzidität anhält, ja, was du da erlebst. Das wäre sehr, sehr interessant und würde mich sehr, sehr freuen, von dir das zu hören. Dann nimmst du dir vorm Schlafengehen dein Handy zur Hand und liest dir die letzten Wochen einfach grob durch. Also du liest dir einfach mal die Stichwörter durch und in dem Moment, wo du die ersten paar Stichwörter gelesen hast, ladest du sozusagen in dein Wachbewusstsein den ganzen Traum online. Ja. Also du erinnerst dich dann noch vorm Schlafengehen an die letzten Träume der letzten Monate und gehst dann mit diesem Wissen, mit diesem Bewusstsein in die Nacht hinein, was dazu führt, dass du sozusagen in deinem Gehirn eine Software installierst und die Software sagt, für mich ist das wichtig, was ich in der Nacht erlebe, weswegen ich mich ja jede Nacht an die letzten Monate erinnere, was ich erlebt habe. Und dadurch passiert eben die Magie, ja, weil das erschafft ein größeres Bewusstsein
Das erschafft eine viel größere Traumerinnerung, weil du ja sozusagen dich jeden Tag an die letzten Monate erinnerst und du wirst dann merken, nach ein paar Monaten, wenn du das durchgezogen hast, wie du, wenn man dich nach ein paar Wochen fragt, was hast du da und da geträumt, kannst du ganz detailliert stundenlang über deine Nacht erzählen, was du erlebt hast, weil du einfach jedes Detail im Kopf hast. Ja. Was dazu geführt hat bei mir, durch diese Traumerinnerung, dass ich sozusagen, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich dann einfach oft ein paar Monate später mich hingesetzt habe und alles detailliert protokolliert habe, auch wenn ich irgendwo ein Gespräch hatte mit einer Wesenheit oder mit jemandem in der anderen Welt, dann konnte ich ganz detailliert Wort für Wort aufschreiben, was ich dort gehört habe, was die Person gesagt hat und so weiter. Und ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ja. Wenn du das gemacht hast, ja, dann gehst du einmal am Ende des Monats zu deinem Traumtagebuch und liest dir das Ganze nochmal durch. Ja, und du analysierst das, was immer wieder vorkommt. Ja, und dann nimmst du dir am Ende des Monats so eine Seite frei und schreibst dir diese Anker, diese sogenannten, ich nenne das eben Traumcodes auf und also das, was sich immer wiederholt, zum Beispiel, es kommt voll oft diese Person in deinem Traum vor. Du bist voll oft an den Ort, du siehst voll oft dieses Symbol und so weiter. Und bei mir zum Beispiel ist es oft, dass ich durch Türen gehe, dass ich in der Nacht, immer wenn ich irgendwo bin, gehe ich immer in eine Tür. Ja? Und das, was sich am meisten wiederholt, was fast immer vorkommt, das schreibst du dann in diesem Monatsbericht auf. Und diese Traumcodes, ja, sind dein Schlüssel für Luzidität. Ja? Das Ganze funktioniert so. Das heißt, wenn du jetzt deine Symbole hast, zum Beispiel diese Person kommt bei dir immer wieder vor, dann druck dir ein Foto von dieser Person aus und klebe sie überall bei dir in der Wohnung auf. Also so 2, 3 Mal, zum Beispiel einmal am Klo, einmal am Waschbecken, wenn du deine Zähne putzt oder auf deinem Arbeitsplatz und so weiter. Oder wenn du durch die Tür gehst, wenn die Tür mal vorkommt, mach dir Notizen und so weiter und dann schreib hin Luzid. Ja. Dann hast du so deine 20 oder 10 Codes, die immer wieder vorkommen in deinen Träumen. Und in deinem alltäglichen Leben ist ja das Ziel, dass du deine Reality-Checks aufbaust. Und die baust du auf durch das, was immer wieder vorkommt in deinen Träumen. Ja. Das heißt, du bist in der Früh beim Zähneputzen und siehst am Spiegel die Person, die als Foto drauf. Und in dem Moment, wo du die Person siehst, stellst du dir die Frage, wow, das ist gerade ein Traum. Ja? Und dann stellst du dir vor, dass du schwebst. Also du schwebst einfach in der Luft, aber dann ist wichtig, dass du nicht sagst, okay, na, das ist doch kein Traum, ich kann ja gar nicht schweben, sondern du stellst dir vor, dass du schwebst und schwebst einfach und fertig. Ja? Weil wenn du im Physischen sagst, so, oh nee, das ist kein Traum, ich kann gar nicht schweben, dann wirst du in der Nacht auch eben luzid werden und dann so versuchen zu schweben und dann wirst du dann den Loop wiederholen und sagen, oh nee, ist doch, ich kann eh nicht schweben und dann wirst du nicht schweben und dann wirst du wieder unbewusst werden. Und deswegen ist immer wichtig, dass du, wenn du den Reality-Check gemacht hast, dass du dann sozusagen das Ganze als verifiziert luzid betrachtest. Ja. Und wenn du das machst, also wirklich jeden Tag 20, 30 Mal getriggert wirst und dann 20, 30 Mal am Tag Reality-Checks machst, in der Früh also wirklich schön verteilen durch deine ganzen Codes, die du in der Nacht dir herausgestellt hast und das kommt jedes Monat neue Sachen hinzu, ja, dann wirst du eine übernatürliche Traumerinnerung aufbauen. Ja? Und die wird dazu führen, dass du jede Nacht luzid wirst, wenn du das eine gewisse Zeit lang durchgezogen hast. Ja? Wie gesagt, ich habe das ein halbes Jahr gemacht und danach musste ich es nicht mehr machen. Das hat natürlich ein bisschen abgeflacht, aber es war trotzdem immer noch so gut, dass ich dann einfach dir heute erzählen kann, was ich vor ein paar Wochen geträumt habe. Das heißt, ich habe einfach den kompletten Zugang zu diesen Sachen. Und das kann jeder machen. Es ist einfach nur ein bisschen Übung, wie alles, was man im Leben macht. Und wenn du sagst, du möchtest das wirklich integrieren, dann kann ich dir das empfehlen, weil du baust damit eine viel höhere Bewusstheit auf und diese Bewusstheit wird etwas in dir verändern. Du wirst dich durch diese Erinnerung an all deine Träume anfangen, dass du, wenn du in der Nacht was träumst oder irgendwo bist, dich plötzlich erinnern, so, wow, ey, ich war hier schon mal, bevor ich geboren wurde. Und dann fängt es an, dass du dich erinnerst, hey, die Person kenne ich von den und den Leben und so weiter. Und dann fängt die nächste Stufe an, dass du
im Wachzustand, wenn du auf der Straße fährst, jemand kommt dir entgegen oder ein Auto fährt entgegen, ein gelbes Auto. Und das kann dann schon ein Trigger sein und plötzlich siehst du frühere Leben vor dir und so weiter. Und dann erinnerst du dich an andere Inkarnationen, du erinnerst dich an ein anderes Bewusstsein, an eine andere Identität oder andere Identitäten, die du vorher hattest. Und dadurch erinnerst du dich irgendwann vollständig an, wer du wirklich bist. Und das erweckt in dir sozusagen dein wahres Selbst. Und das ist das, was ich mit diesem Video bezwecken will, oder mit meiner Arbeit allgemein bezwecken will, dass so viele Menschen wie möglich sich erinnern, wer sie wirklich sind, aufwachen und realisieren, dass das, was du gerade erlebst, dieses Leben, dieses Spiel, nur eines von vielen ist und die Ernsthaftigkeit ein bisschen rausnehmen kannst und dadurch viel glücklicher werden kannst, weil du einfach weißt, hey, das ist nur eine Fassade von mir und ja, und so viel bewusster wirst und viel mehr Lebensfreude in dein Leben integrierst. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Methode gefällt. Teste sie aus. Schreib mir unter den Kommentaren, wie sie bei dir angeschlagen hat. Und ich freue mich sehr, dich wieder zu sehen, wenn du das noch intensivieren willst und das Ganze noch wirklich sehr ausführlich lernen willst. Es gibt einen kostenlosen Crashkurs auf astralreisen.com, den ich dir empfehle. Wie gesagt, einfach anmelden, dann habe ich mit Steven gedreht und dort lernst du 7 Tage lang wirklich ganz, ganz tiefe Techniken, wie du diese Zustände intensivieren kannst. Und wenn du sagst, du willst das Ganze richtig verstehen, ja, dann besorg dir das große Mysterium und dort bin ich mal gespannt, was es dann mit dir macht. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst heute und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Also, ciao, Papa.